Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zum 16. Stickzeitvideo. Ja, ich freue mich riesig, dass ich euch heute wieder mitnehmen kann zu einem gemeinsamen Sticken. Und zwar möchte ich an dem kleinen Eichhörnchen mit der Sonnenblume sticken. Das ist ein Kreuzstickkit von der Marke Joy Sunday. Es wird genannt The Squirrel with the Sunflower und ich sticke es auf 14 Count, zweifädig. Es ist ein Vordruckbild und es wird ca. 21 x 25 cm groß. Ich habe das Bild im Rahmen einer Kooperation erhalten mit der Firma VIP Cross Stitch. Ja, dann zeige ich euch mal, wie weit ich bis jetzt gekommen bin. Und zwar sieht das jetzt so aus. Also der untere Teil ist eigentlich schon fertig. Man kann das nur nicht sehr gut erkennen, da ich ja das Bild schon eingespannt habe in den Rahmen. Ja, und heute möchte ich mit euch hier in diesem Bereich weiter sticken. Also diese blauen Felder, eventuell die grünen Felder. Ja, mal sehen, wie weit wir kommen. Und das wäre jetzt in dem Bereich ja der Arm des Eichhörnchens oder besser gesagt der Oberarm, ganz genau genommen. Ja, dann bereite ich alles vor und es kann auch gleich losgehen. So, es ist alles vorbereitet und wir können dann auch schon gemeinsam loslegen. Ich habe jetzt den Rahmen am Tisch eingespannt. Ich hoffe, das hält jetzt auch so. Habe mir auch noch inzwischen eine Tasse Kaffee gemacht, obwohl es bei mir jetzt schon 21:30 Uhr ist. Aber ich bin es auch gewohnt, zu jeder Uhrzeit Kaffee zu trinken. Also ist das überhaupt kein Problem. Und ich versuche mich noch ein bisschen wach zu halten, obwohl ich eigentlich nach dem Dienst, den ich heute hatte, wirklich sehr müde bin. Ja, aber ich möchte euch heute trotzdem noch mitnehmen beim Sticken und ein bisschen mit euch plaudern. Ja, ich werde heute an diesen blauen Kreisen sticken, also mit dem werde ich beginnen mit den blauen Kreisen. Und dann schaue ich mal in der Anleitung. Die blauen Kreise, ihr seht es, hier ist die Nummer 4 und die DMC-Nummer 400. Und hier sind die Garnkarten, also die Garnkarte, die hier dabei ist. Und hier haben wir auch die 400, die Nummer 4 ist dieses Braun. Also ja, man kann es gut erkennen, ein helleres Braun. Und wie gesagt, ich sticke es zweifädig, das heißt, ich starte wieder mit dem Loop Start. Ja, es ist schon ziemlich lange her, dass es ein Stickzeitvideo gegeben hat. Ich glaube so circa einen Monat, wenn ich mich nicht irre, oder noch länger. Also auf jeden Fall vor meinem Urlaub. Und da habe ich ja begonnen, das Eichhörnchen zu sticken. Mittlerweile ist ja doch einiges dazugekommen, denn ich hatte das Eichhörnchen auch mit in meinem Urlaub. Und ein paar Stiche habe ich auf jeden Fall daran gestickt. Ja, meistens am Abend im Urlaub. Aber dazu kommen wir dann gleich. Vorher möchte ich euch noch mal kurz erinnern, dass ja noch die Verlosung läuft zu meinem Kanalgeburtstag. Also
wer noch nicht teilgenommen hat. Es ist noch Zeit, denn die Verlosung läuft noch bis 25. Dezember, endet Mitternacht dann. Ja, und ich freue mich natürlich, wenn ihr daran teilnehmt. Aber bitte achtet darauf, dass ihr auch den richtigen Hashtag verwendet, beziehungsweise das auch richtig schreibt, denn in dem Auslosungsvideo werde ich dann diesen Comment Picker von YouTube verwenden. Und ja, wenn der Hashtag nicht richtig geschrieben ist, dann fällt man automatisch durch bei der Verlosung. Und das wäre dann doch schade, wenn man dann nicht daran teilnehmen könnte. Aber ja, mittlerweile haben ja doch schon einige teilgenommen und ja, es werden immer mehr und ich freue mich riesig und ich hoffe, ihr habt auch Freude an den Stickkits, die ich euch da, ja, die ich gerne an euch weitergeben möchte. Ja, das nächste, was ich euch noch erzählen wollte, ja, meine YouTube-Kolleginnen haben jetzt ja mehrmals darüber gesprochen, vom Heaven and Earth Soul, der ja startet mit 1. Jänner. Und ja, bis jetzt hatte ich hin und her überlegt, ob ich daran teilnehmen soll oder auch nicht. Denn eigentlich habe ich ja wirklich mehr als wie genug Stickmaterial zu Hause und brauche nicht eigentlich noch ein neues Projekt. Aber wie könnte es denn anders auch sein? Ich habe mich entschieden, dass ich auch daran teilnehme. Ja, es gibt, oder ja, es gibt ja noch immer 12 Motive zur Auswahl. Ich glaube, es waren 12 Motive. Und ich möchte noch nicht sagen, wofür ich mich entschieden habe. Ihr werdet das dann ja sehen in einem der Videos, was es bei mir geworden ist. Ja, dann habe ich mir auch das Garn dazu bestellt. Und zwar habe ich jetzt meine Provisionen, also das Guthaben, das ich erhalten habe von Painting Fairy Cross Stitch. Also wenn jemand durch meinen Link bestellt hat, dann habe ich ja Provisionen bekommen und das hat sich mittlerweile doch ziemlich angesammelt, das Guthaben. Und ich habe mir das jetzt in Form eines Gutscheines auszahlen lassen. Übrigens vielen Dank an Vicky vom Kanal Vicky, die hat mir da ein bisschen geholfen. Ja, und ich habe da jetzt eben das Garn bestellt, das ich für den Head Soul benötige. Und dann habe ich auch noch einige Stickkits bestellt. Die möchte ich dann auch wieder an euch weitergeben. Und zwar auch wieder im Rahmen einer Verlosung. Und als nächstes wäre es ja dann die 500 Abonnentenverlosung. Aber bis dahin fehlen mir doch noch einige Abonnenten. Aber ja, früher oder später gibt es dann auf jeden Fall wieder eine Verlosung. Ja.
dann habe ich auch hier wieder einige Pakete erhalten, also Kooperationen von der Firma Painting Fairy Cross Stitch und auch von Five Stitch. Ihr wisst, das ist die Firma, die vorher One-to-One Stitch hieß, heißt ja jetzt Five Stitch, und auch da habe ich ein Kooperationspaket erhalten. Also es gibt wieder genug Videos zu sehen. Die Produktvorstellungen möchte ich weiterhin freitags immer zeigen, und dienstags wird es dann meist eine Stickzeit geben, oder ja, weiß ich noch nicht genau. Eine Stickzeit auf jeden Fall. Ja, und Ende des Monats gibt es dann ja, das Monatsupdate. Also ich glaube, so wie es jetzt zurzeit aussieht, wird das auf jeden Fall ein längeres Monatsupdate werden. Denn ja, ihr wisst ja, im November gab es kein Monatsupdate, da ich ja im Urlaub war. Und mittlerweile habe ich doch wieder an einigen Projekten gearbeitet. Also gibt es wieder einiges zu sehen für euch, und darauf freue ich mich schon, euch das zeigen zu können. Wann das Verlosungsvideo kommt, weiß ich noch nicht genau. Es wird ein eigenes Video sein, aber wie gesagt, wann genau das sein wird, das weiß ich noch nicht. Die Verlosung läuft ja noch bis zum 25. Dezember. Ja, und dann habe ich euch ja noch versprochen, dass ich euch ein bisschen von meinem Urlaub erzähle. Also ich werde das jetzt doch ziemlich zusammenfassen, denn ja, ich weiß nicht, ob das jetzt jeden interessiert von euch, wenn ich da nur von meinem Urlaub rede. Und ich werde auch versuchen, euch vielleicht ein paar Bilder einzublenden, sofern das auch klappt und ich das auch nicht vergesse, dass ich die danach einfüge. Und ja, ich werde es dann auch immer erwähnen, jetzt während der Erzählung, dass ihr wisst, okay, jetzt kommt ein Bild, jetzt muss ich hingucken. Denn ich nehme ja an, dass ihr die meiste Zeit jetzt nicht auf den Bildschirm schaut, sondern selber an irgendeinem Handarbeitsstück arbeitet. So, ich schaue nur. Es geht dahin hier mit dem kleinen Eichhörnchen. Ja, ich habe jetzt bewusst dieses Motiv gewählt, da ich mich da nicht so stark konzentrieren muss und ich natürlich auch besser mit euch plaudern kann und von meiner, ja, oder besser gesagt von unserer, ich bin ja mit meinem Mann gereist, also wir waren zu zweit unterwegs, von unserer Vietnamreise. Also jetzt im Vorfeld, ich habe eigentlich alles geplant und organisiert. Ja, habe meine Flüge selbst gebucht. Es hat ja dann auch noch Inlandsflüge gegeben, die habe ich auch selbst gebucht. Dazwischen auch Hotelaufenthalte vor der Rundreise. Und auch den Hotelaufenthalt nach der Rundreise. Da waren wir dann ja in einem Badehotel. Habe ich alles selbst gebucht.
Das Einzige, das ich mir zusammenstellen ließ, war diese Rundreise. Und dazu habe ich mich ja im Vorfeld mit einem Reisebüro in Verbindung gesetzt, das den Sitz hat in Hanoi, also in der Hauptstadt Vietnams. Und ich hatte da ganz, ganz netten Kontakt und wirklich sehr kompetente Leute. Ja, das Ganze ist natürlich auf Englisch abgelaufen. Wie soll es anders sein? Und ja, die haben uns dann diese Rundreise zusammengestellt. Wir konnten auch die Hotels während der Rundreise auswählen. Also eigentlich waren es ja nur 2 Hotels und einmal waren wir auf einem Schiff, haben wir übernachtet. Ja, also wie gesagt, es war ein ganz toller Kontakt und die waren wirklich sehr kompetent und sehr hilfsbereit und auch während der ganzen Rundreise immer für uns erreichbar und immer zur Stelle, wenn wir Hilfe benötigt haben. Aber fangen wir von vorne an. Ich muss nur schauen, ob ich noch im Bild bin. Ja, ich hoffe, es ist nicht zu klein. Ich habe diesmal nicht so nah gezoomt. So, ja, also, ich beginne jetzt mal kurz zu erzählen. Ja, wir sind gestartet. Ich komme ja aus Österreich und wir sind in Wien gestartet und sind dann direkt Flug nach Bangkok geflogen, also Thailand. Ja, es ist ein 10-Stunden-Flug. Es war ein Nachtflug. Mein Mann ist ja so, der schafft es die ganze Nacht zu schlafen im Flugzeug, während ja das bei mir leider nicht so ist, aber ich konnte doch einige Stunden schlafen. Ja, dann in Bangkok angekommen. Wir hatten ja beschlossen, wir bleiben eine Nacht in Bangkok, da es einfach mega anstrengend ist, diese weiten Flüge. Und danach hätten wir auch wieder also nicht gleich weiterfliegen können, denn wir hätten müssen 5 Stunden am Flughafen in Bangkok verbringen, damit wir dann in das Flugzeug nach Hanoi steigen könnten. Und ja, so hatten wir beschlossen, wir bleiben eine Nacht in Bangkok. Da habe ich dann ein gutes Hotel in der Nähe des Flughafens gefunden. Und ich muss euch sagen, also ein mega, mega super toller Preis. Das war ein 5-Stern-Hotel. Und für diese eine Nacht, da war noch inbegriffen das Frühstück, also ein Frühstücksbuffet. Und es war auch der Shuttle inbegriffen, also der Transfer vom Flughafen zum Hotel und auch wieder vom Hotel zum Flughafen. Und das Ganze hat gekostet, diese eine Nacht, 25 Euro pro Person. Also ein richtiges Schnäppchen. So, ja, ich bin noch im Bild. Ja. Ja, und ja, wie gesagt, wir haben dann diese Nacht dort in Bangkok verbracht. Den nächsten Tag ging es ja dann wieder zurück zum Flughafen, aber das waren ja nur wenige Kilometer und sind dann ins Flugzeug nach Hanoi gestiegen. Ja, Bangkok hatte so um die 33 schwüle Grad, also wirklich sehr, sehr schwül. Und
ja, in Hanoi angekommen, hat uns da ein komplett anderes Wetter erwartet. Und zwar, wir hatten, ich glaube, es waren 14 Grad und Regen. Aber wirklich viel Regen und es war sehr, 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 sehr kalt. Also ich hatte auch nicht die dementsprechende Kleidung mit. Ja, ich wusste zwar, dass Hanoi etwas nördlicher liegt als in Bangkok, aber dass es sich um so massive Temperaturunterschiede handelt, das hatte ich nicht erwartet und auch mein Mann nicht. Also wir haben wirklich sehr gefroren in Hanoi. Und so war es dann ja auch dann noch die nächsten Tage, die wir in Hanoi verbracht haben. Aber ich kann euch versichern, danach hat sich das Wetter wieder gebessert. Ja, vom Flughafen wurden wir dann abgeholt von einem Fahrer. Also das hat gut funktioniert. Die haben schon am Flughafen auf uns gewartet und haben uns dann in das erste Hotel gebracht. Also ein richtiges Stadthotel mit viel, viel Lärm draußen. Ja, Hanoi ist eine sehr laute Stadt. Also es ist sehr viel los, es ist sehr viel Gewusel auf der Straße. Also viele Leute und viele, viele Motorräder. Also jetzt weniger Autos, aber viele, viele Motorräder sind unterwegs. Ja, und Verkehr, ja, es wird kreuz und quer gefahren. Also ich kann da jetzt nicht wirklich viel System erkennen. Ja, was auch noch wirklich aufgefallen ist in Hanoi, ist, es ist halt, ja, überall hängen die Fahnen. Es ist ja ein kommunistisches Land und überall hängen die Fahnen der Sozialistischen Partei, die ja das Land regiert. Also diese roten Fahnen mit dem Stern und ja, da werde ich euch jetzt ein Foto einblenden, wo man das auch gut erkennen kann und inzwischen einen Schluck Kaffee trinken. Ja, also diese Fahnen, die ihr jetzt am Foto seht, sieht man überall in Vietnam. Ja, dann am nächsten Tag hat dann eigentlich die richtige Rundreise begonnen und ja, wir haben eine Stadttour gemacht am ersten Tag und wie gesagt 14 Grad und Regen und ja, eiskalt. Es war so kalt während dieser Rundreise und wir waren ja viel im Freien unterwegs und haben vieles besichtigt. Also zum einen natürlich die ganzen Tempel, die es in Vietnam gibt. So, jetzt ist mein Faden ausgefädelt. Also in Vietnam herrscht ja vorrangig der buddhistische Glaube, ähnlich wie in Thailand. Dann haben wir auch, was haben wir am ersten Tag besucht? Ich habe hier noch meine Unterlagen daneben liegen, damit ich jetzt auch nichts vergesse, was ich euch alles erzählen möchte. Was haben wir besucht? Ah ja, genau, wir haben besucht den Ho Chi Minh Komplex. Also das ist ein Mausoleum und wo der Führer, also Ho Chi Minh, ja, aufgebahrt ist. Also der wurde nach seinem Tod einbalsamiert und
ja, Ho Chi Minh ist ja ähm, derjenige, der für die Vereinigung damals zuständig war von Nord- und Südvietnam. So, ich muss nur ganz kurz vernähen, einen Moment. Ja, passt. Ähm, ja, und wie gesagt, der ist dort seit, ich glaube, in den 90er Jahren verstorben und ja, seitdem dort einbalsamiert und aufgebahrt und natürlich sehr streng bewacht vom Militär. Und es ist ja auch absolutes Fotografierverbot. Das heißt, da habe ich leider natürlich kein Foto, was ich euch zeigen könnte. Ja, was haben wir dann noch gemacht? Ich schaue, also das war das Mausoleum von Ho Chi Minh. Ja, dann haben wir noch so ein Völkerkunde-Museum besucht an diesem Tag. Es gibt ja sehr viele verschiedene ethische Gruppierungen in Vietnam. Ja, war ja jetzt nicht so besonders interessant, aber ja, einmal gesehen zu haben, hat nicht geschadet. So, ich schneide nur den Faden ab. Ja, und ja, am Abschluss diesen ersten Tages dann haben wir auch noch das, wie hat das geheißen? Ja, entschuldigt ganz kurz. Ja, genau, das Hoa Lo Gefängnis besucht. Also das stammt eigentlich noch aus der Zeit, als die, ich versuche gerade die Worte zu finden, als Vietnam noch eine französische Kolonie war. Von daher stammt dieses Gefängnis und es wurde auch dann später während des Vietnamkriegs ja für die amerikanischen Gefangenen verwendet. Ja, also das fand ich sehr interessant, das zu besuchen. Leider habe ich auch da kein passendes Foto für euch. Aber ja, also da war mir die Zeit wirklich zu kurz, da hätte es doch einiges zu sehen gegeben. So, bevor ich weiter erzähle, brauche ich einen neuen Faden. Diesmal nehmen wir dieses Orangeton hier, einen Blick auf die Anleitung und das ist die Nummer 2. Die Nummer 2 mit der DMC Nummer 301. Ja, dann am zweiten Tag. Ja, ich hatte, ja, das muss ich noch vorher erzählen, an dem ersten Tag hatte ich ja so Leinenschuhe an, was natürlich ein großer Fehler war, denn wie gesagt, es hat den ganzen Tag geregnet am ersten Tag. Und die konnte ich dann am zweiten Tag nicht mehr ansehen. Die waren verschmutzt, die waren durchnässt. Ja, jetzt hatte ich ja noch meine Sportschuhe, mit denen ich auch geflogen bin. Und am zweiten Tag haben wir dann eigentlich Hanoi verlassen. Und wir sind dann nach Hoa Lu gefahren. Das ist eine alte Hauptstadt von Vietnam. Das war so in den Jahren ja, um 968, also sehr, sehr lange her. Und haben dort ja mehr oder weniger die Ruinen dieser Hauptstadt ja, besucht. War jetzt auch nicht unbedingt
so interessant, aber ja, auch mal gesehen zu haben, war nicht schlecht. Und dann später, und das hat mir auch sehr gut gefallen, haben wir an diesem Tag dann eine Bootsfahrt gemacht. Und zwar mit einem Art Ruderboot auf dem Fluss, der hieß Damkok, Fluss Damkok. Also wirklich, wirklich, also ein schöner Fluss mit viel Grün und auch mit sauberem Wasser. Ja, und das Besondere an an dieser ganzen Bootsfahrt war, dieses Ruderboot wird nicht mit den Händen gerudert, also so wie man es kennt. Nein, diese Ruder werden mit den Füßen bedient und da werde ich euch jetzt wieder ein Foto einblenden. Ich hoffe, man kann einigermaßen erkennen, dass mit den Beinen gerudert wird. Also das war schon beeindruckend. Und ich werde euch jetzt gleich noch ein zweites Foto einblenden, wo man ein bisschen sieht von der Natur. Und ja, wir sind da unter so Art Höhle durchgefahren mit dem Boot. Ja, das war schon sehr beeindruckend und sehr, sehr schön. Aber es war ja leider noch immer etwas kalt. Ja, wie gesagt, hätte ich nie gedacht, dass es im Norden Vietnams so kalt ist. Und ich hatte wirklich Unmengen an Kleidung in meinem Koffer, aber leider nichts Passendes zum Ansehen. Ja, es war wirklich schwierig. Ja, was haben wir dann noch gemacht? Na, ich glaube, das war dann auch am Tag 2. Und am nächsten Tag, am Tag 3, haben wir dann das Hotel auch schon wieder verlassen in Hanoi. Und wir sind dann abgeholt worden, wieder von einem Fahrer. Und der hat uns dann, bin ich noch im Bild? Ja. Der hat uns dann zur Halong Bay gebracht. Also ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Entschuldigt, ich bin jetzt angekommen bei der Kamera. Die Halong Bay ist eigentlich ein Naturwunder. Also das sind diese Felsen, die hier mitten aus dem Meer hervorragen. Und ja, da werde ich euch wieder ein Foto einblenden. Da habe ich natürlich ein Foto. Also wunderschön in dieser Halong Bay. Und ja, wir sind dann eben dort hingefahren und sind dann an Bord eines Schiffes gegangen. Und dort haben wir auch eine Nacht dann verbracht. An Bord des Schiffes. Und ja, was haben wir dann dort gemacht? Wir sind dann vor Anker gegangen und wir haben dann eine Karstgrotte besucht. Da werde ich euch auch ein Foto einblenden. Es ist zwar nicht das beste Foto, aber ich glaube, man kann was drauf erkennen. Ja, also es ist wirklich wunderschön in dieser Halong Bay. Der Nachteil ist, es ist Massentourismus in dieser Bucht.
Also wir haben da mit dem Kapitän des Schiffes gesprochen und der erzählte uns, dass eigentlich in dieser Bucht bis zu 700 Schiffe, Boote unterwegs sind. Also das ist ja unglaubliche viele Touristen unterwegs. Ja, schade um dieses wunderschöne Gebiet. Ja, dann am nächsten Tag, also bevor ich noch vom nächsten Tag erzähle, wir haben dann an Bord auch wirklich sehr nette Urlauber kennengelernt, mit denen wir uns wirklich gut unterhalten haben, und das waren dann Chris und Sarah aus England, also in der Nähe von Sappa wohnend. Ganz, ganz nette Leute. Wir haben auch in Hanoi haben wir ein australisches Ehepaar kennengelernt. Leider weiß ich, also er hieß Rick und leider habe ich ihren Namen vergessen. Und ja, die waren in der Nähe von, also sie sind in der Nähe von Brisbane wohnhaft in Australien. Auch sehr nette Leute. Ja, wie gesagt, ich habe sehr viele Leute kennengelernt, von überall auf der Welt. Also ja, ganz toll, wirklich ganz toll. So, ich verrutsche immer, entschuldigt, wo bin ich? So. Ja, Halongbucht. Also dürfte euch vielleicht ein Begriff sein, hat man sicher schon mal gehört. Ja, dann am nächsten Tag ja, haben wir auch schon wieder ausgecheckt. Es war nur eine Nacht an Bord und wir wurden dann ich überlege gerade, entschuldigt. Ja, wir wurden dann zum Flughafen gebracht in Hanoi und es gab dann einen Weiterflug, einen Inlandsflug nach Ho Chi Minh oder auch besser bekannt als Saigon. Ja, das waren dann noch einmal 2 Stunden Flug, also obwohl es innerhalb des Landes ist, aber es ist doch eine Entfernung. Und ja, wir sind dann in Ho Chi Minh gelandet, erst am Abend gegen 21 Uhr, soweit ich weiß. Ja, wir hatten ja auch ewig auf den Koffer gewartet dort am Flughafen. Und ja, dann wie gesagt sind wir gelandet und dann haben wir gewartet vor dem Flughafen und es kam kein Fahrer. Tja, dann habe ich mich mit meinem Ansprechpartner von dem Reisebüro, also mit dem war ich ja die ganze Zeit per WhatsApp in Verbindung und habe ihn kontaktiert und schlussendlich tauchte der Fahrer doch auf. Er war ja auch am Flughafen, aber er hat bei den internationalen Ankünften gewartet und wir hatten ja einen Inlandsflug und sind dann ja in einem anderen Terminal angekommen. Nun gut, nachdem wir dann endlich das geklärt hatten und wir im Auto saßen, hat er uns zum Hotel in Ho Chi Minh gebracht
Und da gab es dann das nächste Erlebnis, nämlich es war kein Zimmer gebucht. Also korrekterweise muss ich sagen, es war ein Zimmer gebucht, jedoch hat das Hotel den Fehler gemacht und sich mit dem Datum vertan, sodass sie dachten, wir würden einen Tag später ankommen. Jedenfalls war unser Zimmer dann natürlich auch nicht frei und wir verbrachten auch noch sicher mindestens eine Stunde in Diskussion mit dem Rezeptionisten dort. Dann ist auch noch der Hotelmanager gekommen und sie teilten uns mit, sie haben kein Zimmer für uns, also nicht in dieser Kategorie, und sie können uns auch kein höherwertiges Zimmer anbieten. Ja, aber ja, halt ein Zimmer von niedriger Kategorie. Nun gut, wir haben uns das Zimmer angesehen. Ja, es war nicht unbedingt das, was wir wollten, aber ja, wir haben es schlussendlich dann doch genommen, denn es war dann weit nach Mitternacht und am nächsten Tag um 6 Uhr mussten wir schon wieder aufstehen, da ja die nächste Tour gestartet ist. Ja, also das war wirklich das Einzige, was jetzt nicht so gepasst hat am Urlaub. Aber gut, auch das haben wir gemeistert. Wir haben mittlerweile auch eine Entschädigung, eine finanzielle erhalten. Also da wurde mir dann Geld überwiesen auf mein Konto vom Hotel. So, jetzt ganz kurz den Faden wieder abschneiden. Orange ist fertig, das orange Kästchen. Ja, zu Ho Chi Minh, die Stadt ist ja eine 15 Millionen Stadt, also eine riesige Stadt, während die Hauptstadt, also Hanoi, nur 9 Millionen Einwohner hat. Also nur unter Anführungszeichen, ja auch eine Riesenstadt. So. Das war die Nummer 2. Gut, woran sticken wir als nächstes? Oh, wir werden jetzt das Grün gemeinsam sticken, das kräftige Grün, das helle. Und da haben wir, wo ist meine Garnkarte? Also meine Legende, entschuldigt. Das kräftige Grün, ihr seht, ist die Nummer 5 und das ist die 451, dem C451. So. Ja, dann, wie gesagt, nächsten Tag ging es dann los in Ho Chi Minh. Da haben wir dann auch, da sind wir dann von Ho Chi Minh in die Stadt My Tho gefahren. In dieser Stadt gibt es einen riesigen buddhistischen Tempel. Da werde ich euch auch wieder ein Foto einblenden, nämlich das seht ihr, wie dort die Buddhas aussehen. Also anders als zum Beispiel in Thailand.
denn in Vietnam sind es immer lachende, lustige Buddhas. Und da werde ich euch jetzt gleich dann noch ein Foto einblenden. Es gibt auch weibliche Buddhas, also dort genannt Lady Buddha. Auch das kenne ich jetzt nicht von Thailand. Und ja, also dort haben wir dann diesen Tempel besichtigt mit den Buddha-Statuen. Und am Nachmittag, warte, ich schaue noch, ob ich jetzt dann auch keinen Blödsinn erzähle. Ja, am Nachmittag haben wir dann eine Fahrt am Fluss Mekong gemacht. Vielleicht ist auch euch der Name Mekong ein Begriff. Der Fluss zieht ja durch mehrere asiatische Länder und als letztes Land geht er dann durch Vietnam, bevor er ins Meer mündet. Da werde ich euch auch wieder ein Foto einblenden. Und wie ihr jetzt sehen könnt, also der Fluss ist sowas von schmutzig. So schmutziges Wasser habe ich eigentlich nirgends gesehen als hier am Mekong. Ja, also ja, wie gesagt, er fließt ja vorher durch mehrere Länder, bevor er in Vietnam dann ins Meer fließt. Ja, dort am Fluss, also war nur eine kurze Bootsfahrt und dann sind wir auf eine Insel, also dort gibt es mehrere Inseln und wir sind dann auf die Insel Unicorn Island. Dort leben Leute und wir haben dort ja, entschuldigt, das Leben und die erzeugen ja auch verschiedene Waren dort, haben wir uns angesehen. Und da habe ich auch das erste Mal in meinem Leben einen Cobra-Reiswein gesehen. Also da blende ich euch jetzt kein Foto ein, denn das ist jetzt nicht unbedingt schön zum Ansehen. Ja, also da wird wirklich tatsächlich eine Kobra in großen Behältern eingelegt und also in Reiswein eingelegt. Aber wie gesagt, da möchte ich euch jetzt kein Foto zeigen. Ja, und dort werden dann, also auf dieser Insel werden dann auch so Süßigkeiten hergestellt. Das haben wir uns alles angesehen und ja, war auch noch eine Gruppe, die hat so Volkslieder vorgetragen, vietnamesische. Ja, in Ho Chi Minh war das Wetter ja dann schon besser, denn wir hatten da ja nicht ganz 30 Grad. Es war aber schon sehr schwül. Aber ja, es sind ja auch 2 Stunden Flugunterschied und das Wetter ganz anders. Ja, und dann am nächsten Tag, also wir sind dann natürlich wieder zurückgefahren in das Hotel. Und dann am nächsten Tag, also das war dann schon Tag 7, ging es schon in unser Badehotel. Das heißt, wir wurden dann nochmal abgeholt morgens und der Fahrer brachte uns zum Flughafen und ab da endete dann die Rundreise, die gebuchte. Und wir
sind dann weitergeflogen, diesmal nur eine Stunde, und auf die vietnamesische Insel Phuoc. Und Phuoc ist ja eine wirkliche schöne Insel mit wunderschönen Stränden, und also es gibt wirkliche Strände, wo man noch entspannen kann, wo noch kein Massentourismus herrscht, aber es gibt noch aber auch schon Strände, wo die riesigen Hotelbunker gebaut sind, also so mit 800, 900 Betten. Ja, wir haben uns eingebucht in ein kleines Bungalow-Resort. Also da gibt es nur Bungalows in diesem Resort, und es gibt insgesamt 32 Bungalow. Wir hatten einen Beachfront Bungalow, also direkt am Strand, und hatten nur wenige Schritte bis zum Meer. Und da möchte ich euch jetzt auch ein Foto einblenden. Also das war ja so toll. Aufstehen in der Früh und gleich mal ins Meer springen. Also wirklich, wirklich toll. Also wie gesagt, wir hatten die Bungalows vorne in der ersten Reihe. Da waren 12 Bungalows. Dann in der zweiten Reihe, die nannten sich dann Seaview Bungalows. Da gab es dann nochmal 12 Bungalows. Und in der dritten Reihe, also ihr müsst euch das so vorstellen, das war so ein bisschen in den Hang reingebaut. Also die dritte Reihe waren dann nur mehr 6 Bungalows, und das waren Bungalows mit Whirlpool, aber die waren dann doch schon einiges vom Meer entfernt. Und dann gab es noch eine vierte Reihe, und das waren die auch nochmal 6 Bungalows. Das waren die Bungalows, die hatten einen eigenen Swimmingpool dabei. Was man wahrscheinlich auch benötigt, da die ja am meisten entfernt waren vom Meer. Aber ja, wir lieben das Meer und wir sind totale Wasserratten. Und das war wirklich so, so schön und entspannend. Also es ist wirklich nur was für Leute, die Entspannung suchen, denn hier irgendwelche großartigen Aktivitäten oder Animation findet man nicht. Aber also jederzeit wieder, jederzeit wieder. Ja, wir hatten das Ganze dann gebucht natürlich mit Frühstück, und es gab dort Frühstück. Also besser als wie in manchen europäischen Hotels. Wirklich besser. Also ganz, ganz tolle Qualität. Ja, und abends sind wir dann meist rausgegangen aus dem Hotel, also nicht meist, sondern eigentlich immer, denn draußen auf den Gassen gab es dann die kleinen einheimischen Restaurants, die meist so von Familien geführt wurden, und haben dort leckeres vietnamesisches Essen gegessen. Also ja, das Essen ähnelt sich ja auch, es ist halt typisches asiatisches Essen mit viel Reis. Unterschied zum Beispiel zum thailändischen Essen: vietnamesisches Essen ist nicht scharf. Also die kochen nicht scharf,
Und wo noch ein Unterschied ist, es wird viel mehr mit so Meeresfrüchte und Meerestiere gekocht. Ja, es gibt auch Hühnchen und ja, es gibt natürlich auch Schwein und Rind, aber das meiste sind doch Meerestiere, also Krabben, Garnelen, Tintenfische, Fisch natürlich generell. Ja, also es gibt schon Unterschiede jetzt zu anderen Ländern. Ja, und ja, da haben wir dann tatsächlich noch 10 Tage dann verbracht in diesem Insel, wie soll ich es jetzt benennen, in diesem Inselhotel. Und danach hatten wir wieder einen Flug nach Bangkok. Auch diesmal blieben wir wieder eine Nacht in Bangkok und zwar genau wieder in dem gleichen Hotel, wo wir zu Beginn schon waren. Und auch da hat wieder alles gepasst. Und danach, am nächsten Tag, haben wir dann die Heimreise angetreten. Ja, leider sind wir wieder da. Also ich hätte durchaus länger bleiben können. Es hat mich wirklich nicht gestört. So, einen Moment, ich rutsche nur nach. So. Ja, für mich ist der Urlaub fast zu schnell vergangen. Und wie gesagt, ich habe so nette Leute kennengelernt. Und auch in diesem Insel, auf diesen, entschuldigt, in dem Hotel, in dem Badehotel, haben wir dann auch noch ein französisches Ehepaar kennengelernt. Die kamen aus Straßburg, also das wird euch ein Begriff sein. Dann haben wir während der Rundreise in Ho Chi Minh eine Amerikanerin kennengelernt, die kam aus Reno, also Nevada. Ja, es war ziemlich international. Es sind wirklich international Touristen in dem Land. So, jetzt schauen wir mal. Oh, wir haben schon 50 Minuten mittlerweile. Ich habe euch jetzt schon sehr viel von meinem Urlaub erzählt. Das heißt, ich werde noch ein bisschen nachrutschen. Ich werde noch ein bisschen an dem Grün sticken. Ja, und was soll ich noch sagen zum Thema Urlaub? Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Das heißt, wir sind schon wieder in Urlaubsplanung. Man kann es nicht glauben. Ja, ich habe euch ja schon mehrmals gesagt, das ist wirklich eines unserer Hobbys. Wir reisen wirklich viel und wir reisen gerne. Und aus diesem Grund müssen wir natürlich halt schon wieder den nächsten Urlaub planen. Das macht ja wirklich immer viel Spaß. Ja, Vorfreude ist ja die schönste Freude, sagt man. So. Möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, wo es hingehen wird.
da es noch nicht ganz sicher ist, aber ja, ich sag mal zu 90% ja. Wir haben noch nicht gebucht, aber wir stehen kurz davor und ich werde euch das natürlich erzählen, was wir dann weiter geplant haben. Ja, ansonsten, ja, ich bin jetzt noch nicht so in Weihnachtsstimmung, obwohl dort in den Ländern, in dem Land haben schon überall die Weihnachtsbäume gestanden mit Beleuchtung, aber ich bin noch nicht ganz in Weihnachtsstimmung, also das wird noch etwas dauern. So. Ja, jetzt fällt mir dann aber wirklich nichts mehr ein, was ich euch erzählen könnte. Ich hoffe, es ist euch nicht zu langweilig geworden, weil sich jetzt der Großteil des Videos um meinen Urlaub gedreht hat und das ja nicht unbedingt jedermanns Sache ist, aber ich werde das in den Titel reinschreiben, denn der jetzt wirklich kein Interesse hat, ja, der muss ja natürlich mein Video nicht anschauen und dem will ich das da jetzt auch nicht unbedingt antun, dass er ja nur von meinem Urlaub zu hören bekommt. Nun gut, ich denke, ich werde das jetzt beenden. So. Ein Stück habe ich ja wieder geschafft, einiges gestickt. Und dann kann ich nur sagen, wir sehen uns natürlich wieder in einem weiteren Video. Freitags gibt es ja wieder das Unboxing-Video und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.